So, wir bekommen bei uns in der Reparatur sehr oft Geräte mit der Fehlerbeschreibung Scharnier gebrochen. In den allermeisten Fällen, also weit über 90%, ist dabei natürlich nicht das Scharnier selber gebrochen, sondern meistens ist es so, dass aus dem Deckel quasi die Verbindung zum Scharnier gebrochen ist. Das heißt, eigentlich ist dann meistens der Deckel das Problem. Und je nachdem, wenn man Pech hat, ist natürlich dann beim Aufmachen vielleicht auch noch das Topcase gebrochen. Aber in den allerseltensten Fällen handelt es sich hier wirklich um das Scharnier. In diesem Video will ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wie man herausfinden kann, was genau kaputt ist. Und ich will euch dann auch direkt zeigen, einfach exemplarisch, wie man so einen Deckel tauschen würde, damit ihr für euch selber entscheiden könnt, ob ihr euch das selber zutraut oder ob ihr es lieber zu uns in die Reparatur schickt. Das Erste, was man mal schauen sollte, wenn ein Fehler wie dieser hier auftritt, ist, ob das Display noch geht. Dabei hat man natürlich das Problem, wenn man das einfach aufmacht, dann kann das Scharnier hier natürlich quasi das Display einfach raushebeln und dann hat man auf jeden Fall ein kaputtes Display. Wenn das aufgeht, dann hier unten anfassen und vorsichtig nach oben machen. Und dann kann man den Laptop theoretisch auch anmachen und das so testen. In dem Fall ist das jetzt hier schon so zerstört, dass ich das nicht mache, weil man das Display sonst definitiv beschädigt. Das heißt, wir trennen jetzt als allererstes die komplette Display-Einheit vom Gerät. Und da haben wir sehr, sehr viele Anleitungen zu ganz speziellen Modellen, wie man das generell aufmacht. Das zeige ich hier jetzt also einfach mal nur im Schnelldurchlauf. Zuallererst natürlich eigentlich immer erstmal den Akku vom Mainboard trennen, dass hier auch wirklich kein Strom mehr fließt, da man sonst halt wirklich sehr einfach hier irgendwas überbrückt, irgendwo drankommt, einen Kurzschluss verursachen kann. In dem Fall, der hat jetzt hier so eine kleine Aussparung, kann man den nach hinten rausziehen. Genau, so. Und dann ist man da auf der sicheren Seite. So, wenn man das Gerät einmal auf hat, das Erste, was man auf jeden Fall checken sollte, ist genau diese Verbindung hier. Ob die auch rausgebrochen ist oder nicht. Und die sieht in dem Fall tatsächlich noch richtig gut aus. Das heißt, das Topcase muss man jetzt in dem Fall hier glücklicherweise nicht tauschen. Was man aber als nächstes machen sollte, ist die Einheit, also die Verbindung lösen. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall die Schrauben von den Scharnieren weg. Und da direkt noch ein Tipp. Und zwar werden nicht alle Schrauben hier, sind nicht alle Schrauben belegt hier, weil diese Schraube zum Beispiel von außen kommt. Deswegen ist an der Stelle hier so ein kleines X. Da weiß man, da kommt keine Schraube rein. Und an den anderen beiden Stellen gibt es einen kleinen Pfeil. Und das hier drüben auch. Was man generell machen kann, wenn man sich unsicher ist, man kann in dem Zustand ein Foto machen von oben. Dann sieht man genau, wo welche Schrauben sitzen. Man sieht auch, wo welche Kabelverbindungen waren, wie die Kabel gelegt sind. Das kann man also generell einfach machen, um da nochmal sich sicher zu sein. So, wenn wir die Schrauben raus haben, können wir versuchen, das hier vorsichtig ein bisschen nach oben zu bringen. Und die Scharniere hier schon mal aufklappen. Da drüben ist es halt gebrochen. Deswegen gehen die jetzt hier nicht so gut. Das heißt, da auch vorsichtig sein, hier ein bisschen gegendrücken. Dann hat man die Scharniere oben. Und der zweite Schritt ist jetzt einfach zu schauen, welche Kabel kommen eigentlich aus dem Deckel. Das heißt, welche Kabel kommen unter der Schiene entlang. Das ist einmal hier das Displaykabel. Das funktioniert über einen Kippschalter. Das heißt, den klappt man zuerst auf. Und dann kann man das Kabel hier einfach rausnehmen.
Da kann man sich hier eben auch, kann man sich noch mal ein Foto machen oder man merkt sich, wie das Kabel hier verlegt ist. Und dann haben wir hier drüben noch die WLAN-Antennen. Da hat man jetzt hier Glück, die laufen um den Lüfter herum. Es gibt auch Modelle, da hat man nicht so viel Glück. Da laufen die WLAN-Kabel wirklich unter dem Heatsink lang. Und dann muss man den kompletten Heatsink ausbauen, um überhaupt nur an die Kabel zu kommen. Das müssen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir nehmen jetzt einfach, die sind ja hier nur drauf geklippt. Die beiden WLAN-Kabel, auch die sind hier in der Führung drin. Das Einzige, was wir hier machen müssen, ist die SSD. Die ist ein bisschen im Weg. Dann machen wir die hier raus. So, das sind jetzt hier die einzigen beiden verbindenden Elemente. Das heißt, jetzt kann man im Grunde genommen das Topcase komplett abmachen und hat so die Display-Einheit jetzt schon mal separat. Und da kann man neben Staub eben direkt sehen, wie hier das komplette Scharnier einfach aus dem Deckel rausgebrochen ist und nur noch lose hier drum hält. Genauso auch die Schiene, die ist hier auch abgebrochen. Dazu aber gleich mehr. So, das erste, was ich jetzt auf jeden Fall mal checken will, ist, ob der Bildschirm noch geht. Da kann man natürlich zum einen optisch einfach mal schauen. Das sieht jetzt okay aus, aber trotzdem sollte man es testen. Und für diesen Test muss man jetzt im Grunde genommen das Kabel wieder hier dran bringen irgendwie. Das heißt, wir verbinden das Displaykabel wieder. Und statt jetzt den Akku wieder zu verbinden, nehme ich jetzt einfach das Netzteil. Und dann schalten wir das Gerät ein. Und einfach in dem Moment, wo man das Netzteil dran hat, wo man das Gerät anmacht, einfach nicht großartig hier drin rumkrapschen, aber ich glaube, das erklärt sich irgendwie auch von selbst. So, der Bildschirm sieht okay aus. Ich sehe keine Fehler. Das heißt, bei dem Gerät jetzt hier müsste man wirklich nur den Deckel tauschen. Die SSD ist ja draußen, deswegen hat man hier einfach nur das BIOS. Und ja, genau das machen wir jetzt auch. Den Strom wieder weg natürlich, das Kabel weg und dann suche ich den Deckel raus und dann tauschen wir den Deckel. Und da auch hier nochmal ein Tipp, also in dem Fall, wenn ihr bei uns auf den Shop geht und nach eurem speziellen Modell sucht, dann findet ihr unter den Displays meistens auch den Frontrahmen. Und an den Bildern vom Frontrahmen kann man sehr gut erkennen, ob diese Schiene hier, ob die am Frontrahmen mit dran ist oder ob es die einzeln gibt. Das ist tatsächlich sehr wichtig, weil in dem Fall kann man das hier auch sehen, dass das hier aufgeklebt ist. Also die Schiene war hier beim Frontrahmen mit dran. Das heißt, wir brauchen also auf jeden Fall nicht nur den Deckel, sondern wir brauchen auch einen neuen Frontrahmen, weil diese Schiene hier sonst überhaupt nicht mehr halten würde. So, ein weiterer Punkt, den man da jetzt noch beachten sollte, ist, dass manche Scharniere nicht nur hier unten sind, sondern da sind auch noch quasi Metallschienen, die bis hier nach oben laufen. Das ist zwar relativ selten, kommt aber vor. Da kann man zwei Sachen machen. Da kann man auf jeden Fall auch wieder einmal bei uns im Shop schauen, ob die Scharniere da verfügbar sind. In dem Fall sieht man es jetzt, dass hier nichts dran ist. Ansonsten, wenn man da keine Informationen drüber kriegt, bleibt einem eigentlich nur die Option, das Display auszubauen. Und in dem Fall wollen wir das sowieso machen. Das heißt, ich habe jetzt hier auch über unseren Shop schon mal den Deckel. Und das ist in dem Fall immer sehr, sehr sinnvoll, weil man da schon ganz viel erkennt. Zum einen erkennt man hier dran, dass zum Glück, sage ich jetzt mal, hier die Klebestreifen schon mit drauf sind. Das heißt, da muss man sich keine Gedanken machen für das Display. Und auch die WLAN-Antennen sind schon an dem neuen Deckel mit dran. Das heißt, die müssen dann auch verlegt werden. Und das Dritte, worüber man sich da im Klaren sein muss, ist, dass die Kamera aus dem alten Deckel auch in den neuen Deckel übertragen werden muss. Das sind also so die
3 Hauptaufgaben. Von der Geschichte mal abgesehen, dass man das Display hier rausbekommen muss, ohne es kaputt zu machen. Und genau das versuchen wir hier jetzt einfach mal. Gut, das alte Display auszubauen ist im Grunde genommen nicht schwer. Allerdings muss man da trotzdem sehr vorsichtig sein, weil je nach Display, gerade die ganz neuen Displays, die sind wirklich super dünn. Die beste Herangehensweise, finde ich, ist zu versuchen, den Frontrahmen zu lösen, und zwar von außen. Das meiste, was am Display kaputt geht, ist, wenn man diese Bewegung hier macht und den so abhebelt und dadurch hier einen Druck drauf kriegt. Das kann man auch ganz vorsichtig, aber in dem Fall würde ich jetzt versuchen, hier ist ja die Verbindung zwischen den beiden, einfach mal zu schauen, ob man hier dazwischen kommt. Und dann so versuchen von außen quasi hier den Frontrahmen zu lösen. Und wie gesagt, gerade an dieser Stelle hier muss man wirklich extrem vorsichtig sein. Ich versuche da nach Möglichkeit so wenig wie möglich Hebel zu bekommen. Und auch wenn man dann von der Seite rein muss, das Wichtigste ist hier eigentlich wirklich, dass man das einfach mit Geduld macht und sich da nicht unter Druck setzt, sondern einfach das in Ruhe, lieber vorsichtig. In dem Fall jetzt sogar relativ einfach zu lösen. Bei der Schiene, da die jetzt am Frontrahmen mit dran ist, mache ich im Grunde genommen das Gleiche. Also ich versuche die jetzt hier quasi wegzuhebeln von außen. Da ist kein Display dran. Und da sieht man auch, dass diese Abdeckungen hier, dass die auch einzeln sind. Das ist auf jeden Fall der schwierigste Teil hier oder der, wo man am vorsichtigsten sein muss. Im Grunde genommen versuche ich so wenig wie möglich zu hebeln, sondern eher einfach nur hier so ein bisschen dazwischen zu gehen, um die Klebestellen zu lösen. Und dann hat man am Ende den Frontrahmen und dann sieht man hier auch noch mal schön, wie das hier komplett weggebrochen ist. Und jetzt machen wir das Display raus und da sieht man eben die Stripes hier unten. Das sind genau die hier. Und wenn das Scharnier noch irgendwie Halt hat, dann sitzt das genau da drüber. Das sieht man auf der Seite jetzt zum Beispiel sehr gut. Das heißt, um an diesen Stripe zu kommen, müssen wir in dem Fall jetzt auch das Scharnier hier drüben lösen. Und hier zum Beispiel ist jetzt ein Teil des Gewindes. Das heißt also auch an der Stelle, was am Anfang gar nicht so offensichtlich war, aber auch an der Stelle ist es quasi rausgebrochen. Sieht man hier, wie das wegbröselt. Aber das Scharnier selber, sieht man eben, ist völlig in Ordnung. So, jetzt können wir auch an die beiden Stripes ran. Und das ist fast schon manchmal so ein bisschen Glückssache, ob die reißen oder nicht. Aber was man versucht ist, mit einer Pinzette oder auch mit den Fingern, wenn man da geschickt ist, das zu greifen. Und dann quasi langsam und vorsichtig hier rauszuziehen. Die sitzen unglaublich fest. Was man da auf jeden Fall eigentlich vermeiden will, ist, dass die reißen. Das kann aber manchmal recht schwierig sein. Das heißt, hier einfach kurze Wege ziehen, die Stripes nicht so lange nach außen, immer nur so kurze kleine Strecken. Dann machen wir das gleiche auch auf der zweiten Seite. Und dann beim Display natürlich, das ist ja immer noch hier verbunden, also nicht einfach rausrupfen. Das nehmen wir jetzt hier einfach vorsichtig raus.
Das ist mit einem Bügel hier drüber gesichert, den klappt man nach oben hin auf. Und dann kann man das Kabel nach hinten hin rausziehen. Und dann ja, legt man das Display vorsichtig auf die Seite. Bei der Kamera ist es so, also ich lasse das Kabel hier meistens dran. Die ist aufgeklebt. Und da muss man einfach, auch hier kann man das im neuen Deckel sehen, ja, die ist also über dem weißen. Und dann versucht man im Grunde genommen so vorsichtig wie möglich hier drunter zu kommen. Und da muss man ein bisschen ausprobieren, was am besten funktioniert. Wo man da am besten drunter kommt. Hier ist schon mal ein ganz guter Anfang. Ich jetzt das mal schnell weg. Und wie gesagt, normalerweise ist es so, man kann dieses Kabel hier auch quasi hiervon lösen, aber da sehe ich jetzt eigentlich keinen Grund zu. Und das ist die Stelle, wo man wirklich aufpassen muss, wenn man eine Stelle irgendwo gelöst hat, dass man das nicht nach oben rupft, ne? Also dann bricht das halt super schnell, sondern eher wirklich versuchen jetzt hier seitlich weiter drunter zu gehen. Und das eben so auch hier super gefährliche Bruchstelle, da einfach ganz vorsichtig sein. Und da einfach drunter, genau, bis man das hier gelöst hat. Und ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier zum Beispiel ist auch so ein kleines Loch drin. Genau, und das ist jetzt eben hier wieder genau dieselbe Stelle, ne? Hier gibt es zwei Noppen und genau da kommt jetzt die Kamera drauf. Ja, da gibt es einmal die und einmal hier. Dann drückt man die einfach von oben fest. Und die klebt eigentlich jetzt auch noch richtig gut. Das heißt, die kann man schon so lassen. Die wird dann später auch vom Frontrahmen noch gehalten. Und dann kann man von hier aus das Kabel wieder verlegen. Dann kommt das Ganze hier unten in die Führung wieder rein. Da unten drunter. Das geht dann zum Scharnier. Und das geht zum Display. So, dann wollen wir jetzt mal das alte Display hier wieder einbauen. Und da würde ich als erstes, ohne die Stripes abzumachen, würde ich das Display einfach mal kurz hier reinlegen. Und dann kann man sich das anschauen, ob das ordentlich sitzt oder ob das Spiel nach links, rechts hat. Bei den meisten Deckeln ist es so, die haben eben hier auch so kleine Hilfen, dass das hier dran kommt, dass man es nicht großartig zentrieren muss. Aber da einfach mal vorher schauen, bevor man die Stripes abmacht, weil dann ist es nämlich zu spät. Das sieht gut aus. Der wichtigste Schritt wenn man das Display wieder einbaut, ist natürlich, dass man vorher das Kabel wieder verbinden muss. Ganz wichtig hier, dass man das Kabel, dass der Bügel oben ist und dass man das Kabel hier bis wirklich ganz in den Stecker reinsteckt und dann den Bügel auch einmal komplett außenrum, dass der wirklich richtig sitzt. Und dann kann man im zweiten Schritt die Folie von den Stripes wegmachen. Und dann legt man das Display im Grunde genommen einfach von oben in den Deckel, schaut, dass hier unten die Kabel weg sind. Das heißt, dass der oben anstößt, da zur Seite geht, nichts eingeklemmt ist und dann lässt man den einfach nach unten fallen. Vorsichtig, hier ein bisschen zudrücken, nicht zu viel Druck. Das sollte eigentlich schon reichen, dass die Stripes das super halten.
So, wenn das Display eingeklebt ist, muss man natürlich die Scharniere wieder einbauen. Und da ist es so, einfach jetzt hier sieht man das halt, dass die ausgebrochenen Gewinde vom alten Displaydeckel hier natürlich noch drin sind. Das heißt, die kann man manchmal einfach so rausdrehen. In dem Fall funktioniert das nicht. Das heißt, da, ja, ich nehme das einfach eine kleine Zange, halte das hier fest, so gut es geht, und drehe dann die einzelnen Schrauben raus. Das sind ja die gleichen Schrauben wie hier. So, insgesamt brauchen wir 6 Schrauben. Ja, jedes Scharnier wird von 3 Schrauben gehalten. Wenn man da eine verloren hat, dann muss man eben schauen, so wie in dem Fall jetzt zum Beispiel, da ist halt eine wahrscheinlich schon beim Rausbrechen verloren gegangen. Ich habe mir jetzt hier aus dem Schraubenset eine rausgesucht. Auf jeden Fall sollte man wirklich alle Schrauben auch besetzen, also keine einfach weglassen. Das ist beim Display wirklich keine gute Idee, beim Displaydeckel. Generell ähnliches Prinzip wie bei vielen Sachen in einem Laptop. Es gibt so kleine, neben den eigentlichen Gewinden, kleine Öffnungen, und die haben die entsprechenden Führungshilfen hier. Das heißt, man kann da eigentlich echt nicht viel verkehrt machen. Einfach schauen, das kommt unter das WLAN-Kabel. Und wie gesagt, ja, sobald das hier drin sitzt, da merkt man schon, da bewegt sich nichts mehr. Und dann braucht man das nur noch festzuschrauben. Und das ist ja dann auch bei jedem Modell anders. Wie gesagt, das ist wirklich nur exemplarisch hier. Das kann bei jedem, also das Grundprinzip ist bei jedem Modell eigentlich dasselbe. Aber wie es dann ganz genau aussieht, wie es ganz genau funktioniert, ist dann natürlich bei jedem Modell ein bisschen anders. So, wenn die Scharniere wieder richtig dran sind, ordentlich festgezogen sind, dann legen wir die Kabel an den Scharnieren entlang, in dem Fall jetzt, und dann können wir den Frontrahmen wieder befestigen. Das ist der neue Frontrahmen. Da sind überall hier die Klebestreifen. Da ist auch Folie drauf. Die habe ich jetzt hier schon mal abgemacht. Und deswegen, aber der klebt dann gut. In dem Fall würde ich jetzt einfach von der Unterseite anfangen, nämlich von der Schiene. Das heißt, die legt man jetzt hier wieder drauf. Erstmal nur vorsichtig drüber legen. Dann sieht man schon, okay, das passt hier. Und dann kann man das schon mal auf der unteren Seite hier festdrücken. Das rastet ein. Wie gesagt, das knirscht und knackst ein bisschen, das ist aber normal. Und dann kann man hier einfach von den Seiten an das nach oben hin zumachen. Das gleiche Prinzip wie auch beim Abmachen, einfach nicht mit Gewalt, einfach mit Geduld. Schiebe funktioniert. So, dann machen wir die hier auch noch dran. Kann man jetzt hier so ein bisschen, also quasi so ein bisschen runterschieben. Und dann rasten die von alleine ein. Genau so. So, die Kabel auch locker. Sehr gut. Und jetzt machen wir einfach in umgekehrter Reihenfolge das Gerät wieder. Das heißt, in dem Fall, Staub brauchen wir nicht. Also ich lege es mir immer so hin, wie ich es aufgemacht habe. Das heißt, in dem Fall jetzt eben die Schiene nach oben. Und das Gerät selber dann so rum. Und dann weiß ich, dass man das hier unten drunter. So, und das erste, was wir machen, ist auf jeden Fall schauen, dass die Kabel nicht verknicken. Ja, die kommen jetzt hier wieder in die Führung zurück. Dann das Displaykabel. Auch da, wenn man sich ein Foto gemacht hat, ne, dann sieht man, dass das hier nach oben zeigen muss. Auch wenn sich das mal verdreht. Auch
Das kommt zurück in die Führung. Das machen wir dann alles im Schnelldurchlauf. So, bevor wir jetzt die WLAN-Antennen verbinden und auch das Scharnier wieder zumachen, kann man das Display testen, wenn man will. Das sitzt ja jetzt hier schon alles super verlegt. Das heißt, auch die Bewegungen nach oben und unten sind kein Problem mehr. Das heißt, jetzt kann man hier einfach Strom drauf geben, das Display, das Laptop anmachen und schauen, ob das Display noch ganz ist. Und wenn man das getan hat und das Display noch ganz ist, würde ich jetzt als allererstes die Scharniere wieder verbinden. Und dann auch die Scharniere einfach wieder richtig fest verschrauben. Wie gesagt, bei den meisten Scharnieren sind Pfeile an der Stelle, wo Schrauben reingehören. In dem Fall ist jetzt hier ein X, wo keine Schraube reingehört. Gut, das war im Grunde genommen schon der Deckeltausch. Alles Weitere, da gibt es wirklich viele Videos, wo wir das erklären. Die WLAN-Antennen mache ich jetzt noch dran. Dann kommt das Akkukabel wieder rein. Und am Ende natürlich die Unterseite wieder drauf. Oder auch SSD, wenn man die rausgemacht hat und so Geschichten. Aber genau, so könnt ihr einfach mal exemplarisch sehen, wie man das macht. Und ja, wenn euch das Video weitergeholfen hat, lasst uns doch ein Like da. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst uns einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Ciao.